Hallo und herzlich willkommen. Heute werde ich die Arbeiten an der Vorderachse abschließen und anschließend mir das Ergebnis der Tieferlegung anschauen. Wenn du sehen möchtest, was ich bereits an der Vorderachse gemacht habe, kannst du dir gerne das Video anschauen, was ich unten in der Beschreibung und in der Infokarte verlinkt habe. So sieht der aktuelle Stand aus. Ich werde hier noch die Bremsen einbauen, dann ist es fertig und dann können die Räder montiert werden. Beim Thema Bremsen war ich nicht ganz entschlossen, ob ich die alten Bremsscheiben und die Bremsbeläge verwenden soll. Die waren eigentlich ganz gut. Oder ob ich neue Scheiben und neue Beläge kaufe. Jedoch nach langer Überlegung und vielen Kommentaren, die mir die Entscheidung erleichtert haben, habe ich mich entschieden, neue Bremsbeläge und neue Bremsscheiben zu kaufen. Zu meinen Favoriten haben die beiden Hersteller gehört. Ich habe aber auch interessante Kommentare erhalten. Hier sehen wir den ersten Kommentar und die Empfehlung. Und das ist die zweite Empfehlung mit dem dazugehörigen Kommentar. Letztendlich habe ich die Bremsscheiben von der Firma ATE gekauft und habe auch passende Bremsbeläge bestellt. Und jetzt noch kurz zu den Preisen. Die beiden Bremsscheiben haben 52 € gekostet und die Bremsbeläge 23 €. Ich denke, das ist eine sehr gute Investition und das Endergebnis wird jetzt auf jeden Fall viel besser aussehen. Dann werde ich jetzt mit der Montage beginnen. Die Befestigungsschraube war auch im Lieferumfang enthalten. Und jetzt geht's los. An der Stelle können die Bremsbeläge eingebaut werden. Bei dem zweiten Belag wird noch der Verschleißkontakt eingebaut. Ich habe ihn von der Firma TRW gekauft. Das ist ganz einfach. Der wird hier nur reingesteckt und dann kann er auch in die Position gebracht werden. So, jetzt sehe ich gerade, sind auch die Schrauben schon dabei. Ich habe die auch schon neu gekauft, aber dann benutze ich die, die dabei waren. Die Schrauben sind drin, jetzt werden sie angezogen. Dafür benutze ich den Maulschlüssel, Schlüsselweite 15 und den Steckschlüssel, Schlüsselweite 13. Der Bremssattel ist befestigt, alles bewegt sich. Jetzt kann ich mich um die Bremsleitung kümmern. Als nächstes kommt der ABS-Sensor. Ich habe ihn gründlich gereinigt und jetzt kann er eingebaut werden. 2 Schrauben, Inbus 6 mm. Und um das abzuschließen, werde ich noch den Verschleißsensor anschließen. Hier wird der Stecker reingesteckt. Ja. Und mit einer Schraube befestigt. Das passt. Jetzt kann ich die Klappe hier schließen und dann ist es erledigt. Das ist alles hier soweit fertig. Ich habe auch die andere Seite schon fertig gemacht. Jetzt werde ich noch die Bremsscheiben reinigen, entferne die Fettreste und dann kann ich schon die Räder montieren.
Jetzt die berechtigte Frage, wie es weitergeht. Also ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis aussieht. Zur Erinnerung, ich habe hier die Federn vom Cabrio C124 eingebaut, möchte damit das Fahrzeug tiefer legen. Also ich werde jetzt das Auto auf die Räder stellen und mir das Ergebnis angucken. Im Anschluss werde ich dann, aber das schaffe ich heute nicht mehr, im Anschluss werde ich dann den Stabilisator montieren und dann will ich noch die Räder nochmal demontieren und die Vorderachse einfetten. Also, jetzt geht's los. Also noch sieht man nicht viel. Um das Ergebnis zu beurteilen, muss ich noch den Kotflügel einbauen. Den werde ich also gleich provisorisch einbauen und dann kann man sich das angucken. Zur Erinnerung zeige ich jetzt nur ganz kurz den Ausgangszustand und dann baue ich den Kotflügel ein. Der Abstand zwischen dem Kotflügel und dem Reifen lag bei ca. 9 cm. Und das ist das Ergebnis. Das sind jetzt 5,5 cm. Ja, ist zwar besser als vorher, aber ich habe ehrlich gesagt mir von der Aktion mehr versprochen. Ich habe gehofft, dass ich bei 3 cm lande. Ich muss mir jetzt die Sache durch den Kopf gehen lassen. Das ist aber auf jeden Fall nicht so, wie ich das haben wollte. Klar, hier muss noch die Spur eingestellt werden. Wenn der Wagen auf den Rädern ein paar Tage steht, dann wird er vielleicht noch 1 cm tiefer. Trotzdem ist es nicht das, was ich mir versprochen habe. Du kannst mir gerne schreiben, was du machen würdest oder was du mir empfehlst in der Situation. Also, man kann nicht immer gewinnen. Heute ist es halt nicht ganz erfolgreich gewesen. Ich werde aber auf jeden Fall berichten, wie ich das Problem gelöst habe. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.